Bei mir im Studio ist jetzt Daniel Gerlach, Nahostexperte und Chefredakteur von Zenit, Zeitschrift für den Orient. Schön, dass Sie hier sind. Ja, danke für die Einladung. Lassen Sie uns zunächst erstmal über Ismail Haniyeh sprechen. Wenn es tatsächlich die israelischen Streitkräfte waren, die den Mann ausgeschaltet haben, warum war er überhaupt ein strategisches Ziel? Können Sie uns das noch mal kurz umreißen? Haniyeh war nicht der militärische, aber der politische Führer der Hamas. Ich persönlich denke nicht, dass Haniyeh unmittelbar operativ in die Planung des Angriffs vom 7. Oktober eingeweiht war. Aber die israelische Führung hat ihn als Ziel identifiziert, hat auch angekündigt, dass man ihn töten werde. Hat das zumindest nahegelegt. Haniyeh war aber auch in die politischen Verhandlungen der Hamas, auch im Einigungsprozess, die Hamas mit anderen palästinensischen Organisationen jetzt unternommen hat, involviert. Und er war eine der Figuren, die natürlich auch eigentlich verantwortlich waren für ein Fehlen oder ein Gelingen dieses Deals, dieses Geiseldeals, also des Austauschs von Gefangenen gegen israelische Geiseln im Gazastreifen. Und das ist natürlich damit jetzt erstmal ad acta gelegt, weil man wird jetzt nicht zu einem Deal kommen in nächster Zeit. Und das wird der israelischen Führung auch bewusst gewesen sein. Interessant finde ich die Frage, warum er denn eigentlich in Teheran getroffen wurde, weil ich höre jetzt viel so politische Deutungen, dass man das getan hätte, um das iranische Regime bloßzustellen, um eben ein Zeichen zu setzen der neuen iranischen Führung. Ich denke, die israelischen Nachrichtendienste, die schauen natürlich auf die Gelegenheit. Wann haben sie die Gelegenheit, das zu tun? Und man wollte Haniyeh auf keinen Fall in Doha, also in seinem Amtssitz in Katar, treffen, weil die Kataris im Vorfeld auch den Amerikanern gesagt haben, Anschläge auf Hamas-Führer in Doha werden wir nicht tolerieren, da werden wir jegliche Zusammenarbeit abbrechen. Man wusste aber natürlich, dass Pezeshkian vereidigt wird, dieser Termin war öffentlich und man hat damit gerechnet, dass Haniyeh an diesem Termin teilnehmen würde. Insofern war das ausnahmsweise mal für die israelischen Geheimdienste eine Gelegenheit, einen solchen Angriff langfristig zu planen. Also die Zeit war günstig dafür. Interessant ist ja aber auch, die Beschuldigungen waren schnell da, dass es Israel gewesen sei, aber die Regierung in Jerusalem, die schweigt bisher. Warum? Ja, also ich halte das für sehr plausibel, dass die Israelis dahinter stecken. Die israelische Führung hat auch Regierungspolitiker offensichtlich angewiesen, das nicht für sich in Anspruch zu nehmen. Und das ist ganz normales Prozedere. Das ist ein Angriff auf ein Territorium eines souveränen anderen Staates, der erhebliche Folgen nach sich ziehen kann und natürlich auch internationale Verbündete brüskiert, die gerade versucht haben, mit den Iranern wieder ins Geschäft zu kommen. In solchen Situationen bekennen sich die Israelis niemals zu dem Anschlag. Auch übrigens, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, im vergangenen Frühjahr gab es einen Angriff auf einen erfolgreichen Angriff auf einen Hamas-Kommandeur in Beirut. Einen libanesischen, sondern einen palästinensischen Kommandeur. Und da haben die Israelis auch nicht diesen Angriff für sich in Anspruch genommen. Das entspricht dem Prozedere. Normalerweise halten sich die verschiedenen Regierungspolitiker nicht daran und äußern sich dann auf Twitter zumindest dahingehend, dass man annehmen könnte, dass sie sich dazu bekennen. Das haben sie jetzt auch wieder gemacht, aber nicht so deutlich. Also da hält sich Israel ganz klar an diese Politik.